Hi, hier gibt es heute von mir eine Zaful Haul, eine XXL Fashion Haul mit allerlei Neuheiten. Ich habe Pullis mit dabei, Sportkleidung und einen Mantel. Und liegt alles schon hinter mir. Im Einzelnen werde ich euch die Klamotten zeigen. Unten verlinke ich sie euch, dann könnt ihr nachschauen, was es kostet. Denn es kann sein, dass sich die Preise hier ändern oder auch die Verfügbarkeiten. Deswegen macht es keinen Sinn, die Preise hier zu nennen. Es war alles sehr günstig, kann ich gleich dazu sagen. Und wir schauen uns zusammen die Qualität an und ich zeige euch, wie die Teile angezogen aussehen. Das blende ich euch immer ein und dann bekommt ihr ein ganz gutes Bild davon. Ich habe sehr lange auf dieser Webseite gestöbert und habe für mich die allerbesten Teile rausgesucht. Da der Winter ja jetzt kommt, obwohl es heute ein extrem heißer Tag ist, habe ich mir wirklich auch warme Sachen mitbestellt, denn die Kälte wird kommen. Da können wir uns drauf verlassen und da schauen wir mal zusammen jetzt rein, was ich alles gekauft habe. Das erste Teil ist ein Pulli, der wirklich ziemlich warm und dick ist mit Rolli. Rolli ist ja jetzt wieder total modern und im Kommen. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass der Rollkragen so richtig schön massiv und dick ist. Also der wird schön stehen, wenn man ihn anhat. Das seht ihr auch gleich eingeblendet, dass der wirklich schön steht und nicht runterrutscht. Denn das, finde ich, sieht dann immer so ein bisschen schlaff aus. Es ist eine dicke Wolle. Schön dick gestrickt und das Special an diesem Pulli sind die Ärmel, die hier so ein bisschen verengt sind und außen dann so kleine Rüschen haben. Das finde ich total hübsch. Und das gleiche hat er unten am Bund nochmal und abgesetzt mit einer anderen Farbe. Der Pulli ist in so einem... Hi! Hi! Der Pulli ist in so einem dunklen Rosa und die Ärmel sind dann in Grau abgesetzt. Und ansonsten hat er keine Abnäher drin und fällt aber dadurch recht schön, weil er unten eben enger wird. Das seht ihr auch gleich eingeblendet. Spannend wird nur, wie es sich dann anfühlt, wenn man ihn wirklich einen ganzen Tag anhat. Ich weiß nicht, was das für eine Wolle ist. Hier ist nämlich auch kein Bappal drin. Aber vermutlich ist es nicht 100% Baumwolle, so fühlt es sich zumindest an. Also es könnte sein, dass man tierisch drin schwitzt. Aber dafür hält er wahrscheinlich auch tierisch warm. Das nächste Teil ist eine Handtasche, die mir einfach super, super gut gefällt. Hat mir auch schon online, also sehr gut gefallen, war die schönste, die ich da finden konnte. Und jetzt auch in Live hält sie einfach, was die Bilder versprochen haben. Sie ist aus einem sehr, sehr festen Material. Also das heißt, auch wenn sie leer ist, kann man das rausholen. Dann fällt sie nicht zusammen, sondern bleibt schön in Form und steht auch. Sie ist unten... Also der Boden ist verstärkt quasi, dass sie gut stehen kann. Das seht ihr da. Die Henkel sind ganz massiv. Sie hat innen drin keine Abteilung, aber dafür hat sie zwei Seitentaschen hier. Und hier hat sie nochmal ein Reißverschlussfach für kleine wichtige Sachen. Und das gefällt mir echt gut. Die Größe ist super. Da passt eine Trinkflasche rein, da passt noch ein Apfel rein, der Geldbeutel und dann noch Zeug dazu. Also es reicht wirklich gut aus. Und ich finde die Farbgebung hier auch voll schön. Und was mir gerade auffällt, es passt auch vom Farbton her schon super zum Pulli. Also da habe ich schon ein gutes Outfit. Was ich immer so gerne mag, ist, wenn die Schnallen golden sind. Und das ist hier auch. Hier gibt es noch zwei goldene Knöpfe sozusagen. Und innen passt auch die Farbtönung voll schön dazu. Dann ist da noch ein Umhängegurt dabei, auch mit goldenen Clipsern und Schnallen. Also ich finde es auch immer sehr praktisch, da achte ich immer drauf, dass man die sich umhängen kann. Und jetzt schaue ich gerade nur, wo man den befestigen soll. Wahrscheinlich dann hier, an den Schnallen. Und dann als nächstes habe ich, wie versprochen, auch was für den Sport mitgekauft. Einfach deshalb, um mich selber wieder ein bisschen für den Sport zu motivieren. Denn das ist jetzt mal wieder nötig, dass ich ein bisschen starte. Und das ist eine Leggings. Die ist aus einem sehr dünnen Stoff. Und was mir da super gut gefallen hat, ist, dass sie eben so löchrige Muster drin hat, die dann das ganze Bein irgendwie noch schlanker erscheinen lassen. Da seht ihr es. Am Knie geht es dann runter und oben an den Oberschenkeln ist es auch ausgestanzt und das sieht total schön aus und fühlt sich auch gut an. Und ich meine, dass man da bestimmt auch beim Sport gut Luft bekommt und dass es eben dann ein bisschen luftiger ist, wenn man sehr schwitzt. Und hinten ist noch ein Fach, glaube ich, wo man Kopfhörer durchstecken kann.
Oder ist es einfach nur... Auf jeden Fall geht schon das ab. Jetzt habe ich es ganz abgerissen. Okay, das ist natürlich schade. Das ist dann doch kein Kopfhörerfach. Das ist einfach nur ein Zaful-Logo gewesen. Hier sagen sie jetzt, dass die Hose Handwäsche ist. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das Handwäsche sein sollte. Es ist einfach ein ganz normaler Kunststoff, Faserstoff, wie diese Allen-Leggings so sind. Also ich werde die einfach in der Maschine waschen. Schauen wir mal, was passiert. Aber es fühlt sich wirklich gut an. Ich habe schon andere Hauls angeschaut, wo sie diese Hose gekauft haben, die dann darüber geschimpft haben. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen, weil die wirklich bequem ist. Ich habe da jetzt Größe S genommen und die ist bei mir, also ich trage normalerweise 36, sitzt schon gut an und ist gut eng, aber absolut nicht zu eng. Also wer 36 hat, kann S getrost nehmen. Nächstes Teil ist ein Pullykleid und das hat mir super, super gut gefallen. Das ist so ein cremefarbener Stoff. Auch gestrickt, aber ganz feinmaschig, ist super bequem, kratzt auch gar nicht. Und da habe ich, glaube ich, auch Größe S gewählt. Oder das ist Einheitsgröße, das weiß ich jetzt nicht, weil nichts drin steht. Aber ich verlinke euch den ja auch, dann könnt ihr das da sehen. Und hier ist das Special eben auch, dass an den Ärmeln es enger abgenäht ist und man dadurch so ganz schöne so Puffärmel bekommt. Man kann es dann so unten lassen oder man kann es hochshoppen, weil es eben eng ist und dann gut hält. Und das, finde ich, sieht dann super stylisch aus. Und unten ist es nicht enger gemacht, finde ich aber auch ganz gut, dass es sich eben unten nicht hochshoppt, sondern dass es schön hängen bleibt als Kleid. Und dann mit einer schönen Strumpfhose ist das ein geniales Winterteil oder auch Herbst. Und die Farbe, klar, ist natürlich vielleicht, wenn man sehr, sehr weiße Haut hat, ein bisschen kritisch. Aber wenn man leicht gebräunt ist, dann geht's noch. Oder sowieso, wenn man dunkelhaarig ist, dann ist es kein Problem. Wenn man blond ist, dann muss man halt schon so leicht getönte Haut haben. Aber da werde ich sowieso mit Selbstbräuner wahrscheinlich nachhelfen im Winter. Ja, aber der gefällt mir auch richtig gut. Und ist eben warm und bequem, was mir auch wichtig ist. Und dann noch ein Pulli. Der gefällt mir aber leider überhaupt nicht. Den habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich blende euch auch nochmal das Foto ein, wie er aussah im Online-Shop. Mir war gar nicht klar von den Fotos her, und das sieht man jetzt, glaube ich, wie ich ihn jetzt halte, auch nicht, dass er mit Glitzerfasern gestrickt ist. Das hier ist so Goldglitzer und das geht gar nicht. Also gefällt mir überhaupt nicht, da so einen Glitzerpulli zu tragen. Die Farben allerdings, die Färbung finde ich total schön. So Pastelltöne, vom Rosa bis ins Grau geht es hier so über, haben wir einen Farbverlauf und das sieht super schön aus. Was mir aber auch gar nicht gefällt, ist, dass er unten einfach so weit geschnitten ist und dadurch total absteht und einfach, gerade wenn es kalt ist, wenn man so einen Pulli tragen will, die kalte Luft dann alles unten reinziehen kann. Also das gefällt mir gar nicht, leider. Aber vielleicht mag ja der ein oder andere genau sowas, aber ich mag schon, dass die Pullis unten abschließen, so wie der erste, den ich euch gezeigt habe, den finde ich besser. Und dann noch ein letztes Teil. Das habe ich mir leider auch ein bisschen anders vorgestellt. Das ist ein Mantel. Und die Farbe finde ich eigentlich ganz cool, mal für den Übergang. Also das ist eher ein dünnerer Mantel, dass es ein bisschen fröhlicher wirkt und nicht alles immer in schwarz und grau ist. Das ist eben ein braun-beige-Ton. Aber irgendwie ist das so ein Fließstoff. Und das fand ich, kam jetzt auf den Fotos auch nicht so rüber, dass es tatsächlich Vlies ist. An den Seiten ist es abgenäht mit einem Kunstlederband. Und an den Ärmeln eben auch. Und die Ärmel werden dadurch total eng. Also da muss ich mich wirklich schon anstrengen, dass meine Hand da durchpasst, weil es hier auch gar nicht dehnbar ist oder so. Er hat keine Taschen. Ja, das könnte ich noch verkraften, aber es hat irgendwie leicht unbequem und ist jetzt einfach nicht so das Highlight, wie er aussieht in der Werbung. Und das war es jetzt von meiner Zaful Haul. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schenkt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, mich gleich zu abonnieren, damit ihr keine neuen Hauls von mir verpasst. Und es gibt auch immer wieder Monatsfavoriten oder Aufgebraucht-Videos und natürlich ganz andere Hauls auch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Zaful schon kanntet, ob ihr das schon mal bestellt habt und was eure Erfahrung war.
Eine Sache muss ich noch sagen, die Lieferung ging wirklich super, super schnell. Also das fragt man sich immer bei so Shops, wie lange es dann wohl dauern wird. Das war absolut überhaupt kein Problem. Also da kann man getrost bestellen. Auch eben die meisten Teile waren ja toll. Ich bin da wirklich zufrieden und würde auch nochmal dort bestellen. Hier verlinke ich euch jetzt noch Videos, die euch interessieren könnten. Klickt euch da doch mal rein in andere Hauls von mir. Und dann freue ich mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss!